Ein Wiedersehen mit dem BVB, diesmal aber auswärts und diesmal ein anderer Wettbewerb, DFB-Pokal. Wir kriegen gleich mal hier einen Kracher zugelost, aber wir müssen uns gar nicht verstecken. Wir haben gegen die Hertha zwar in allerletzter Sekunde das Ding noch irgendwie gewonnen, aber gut, 3 Punkte sind 3 Punkte und heute geht es halt auch nur ums Weiterkommen. Ob es übers Elfmeterschießen geht, Verlängerung ist mir auch ziemlich egal eigentlich. Und wir müssen uns halt auch nicht verstecken. Wir haben eine gute Truppe, nach wie vor, die Dortmunder aber auch. Von daher hoffe ich auf ein sehr, sehr interessantes Spiel, spannendes Spiel. Und wenn wir am Ende als Sieger vom Platz gehen, dann bin ich auch zufrieden. Ansonsten ist halt schon leider das frühe Pokal aus. Dann ist schon mal der Wettbewerb weg. Da wird es wahrscheinlich auch dann vom Vorstand eine böse Nachricht geben. Steht wahrscheinlich dann auch in der Mail drin, dass ich mir einen neuen Verein suchen kann und so weiter und so fort. Da hat es ja schon die wildesten Geschichten gegeben. Naja, wir gucken jetzt erstmal. Wir spielen auch einfach wieder frech, selbstbewusst, drauf los im Regen. Das heißt, der Ball wird ab und zu mal schön wieder liegen bleiben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall muss die Chancenverwertung natürlich besser sein als gegen Hertha. Also wir hatten 17 Torschüsse, haben nur in Anführungszeichen 1-0 gewonnen. Mal gucken, wie es heute läuft. Die GTK wieder von Anfang an mit dabei. Dann war Yusuf Fofana, untriebig, Usun. Fofana, wenn er hinterläuft. Da ist halt auch niemand da. Die stehen alle hinten rum. Hinten Dortmund mit 6, 7 Mann und ansonsten hier unser Mittelfeld. Weiß auch nicht so recht, was es machen soll. Usun, aus muss einer mitlaufen. Adingra und jetzt Ekitike. Wo ist er? In der Mitte. Steht aber nicht da, wo er eigentlich zu stehen hat. Egal. Gibt den ersten Eckball nach 10 Minuten. Schöne Atmosphäre. Bis auf den Regen, aber natürlich ausverkauftes Haus. Über 80.000 gehen hier rein und das schon in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Eigentlich ist das ein würdiges Finale am Ende der Saison. Aber gut. Irgendeinen wird's treffen. Usun, Adingra. Wir sind schon mal vorne wieder. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute Anfangsphase. Und vielleicht die Führung. Ekitike. Schöner Schuss. Die Dinger sind auch schon reingegangen. Siehe, letztes Spiel gegen die Hertha. Auch aus dem Winkel. So, Dortmund kommt über Kjærgaard, aber gegen Brown. Die Dortmunder sind halt nicht viel schlechter, ne? Prestiani haben die. Die haben diesen Jugendspieler Finn Buckley, der mir immer noch ziemlich auf den Sack geht, dass ich den nicht habe. Und Fofana kommt. Adingra, ja, zu optimistisch, sag ich mal. Und die Defensive ist gefordert. Da ist er. Finn Buckley. Gegen Brown, Prestiani. Oh, der Ball bleibt echt super blöd liegen. Aber Fofana ist da. Sehr schön. Muss einfach nur den Fuß rausstellen. Hat den Ball. Und wie schnell geht es in die andere Richtung? Ekitike. 1 gegen 2, 1 gegen 3. Usun. Fofana muss hinterlaufen, dann kriegt er den. Zu kompliziert. Aber da kann er auch mal um den Gegner rumspielen. Also bin ich ehrlich, nach wie vor, das ist mit das Nervigste, was es gibt. Wenn du 10 Meter Radius hast und du dem Gegner einfach den Ball wieder in den Fuß spielst. Achtung, Santos. Ja, gut mitgespielt. Gut antizipiert. Oh, oben aufpassen. Gut antizipiert. Schon rausgekommen und dann den Ball ganz locker flockig gefangen. So, nächste Chance. Ekitike. Nächster Angriff. Adingra gegen Baku. Da ist halt auch wieder niemand vorne. Außer Ekitike. Abgeblockt. Schöner Ball in Lauf. Adingra. Und jetzt Fofana. Schneller Abschluss. Ein Kontakt. Und dann der Abschluss. Genau. Wenn die Lücke da ist, muss man schießen. Da muss man nicht viel überlegen. Da muss man einfach drauf schießen. So, Eckball. Wir haben mal wieder an der Zeit. Haben wir überhaupt schon ein Eckballtor gemacht? Weiß ich nicht. Robin Koch auf jeden Fall. Nähert sich. Guter Kopfball. War da gerade Leroy Sané mit so einem Fischerhut? Sah so ein bisschen aus. So, erste halbe Stunde gehört uns. Wir machen das gut. Wieder viel Druck nach vorne. Ein paar Chancen haben wir auch schon gehabt. Jetzt nichts Zwingendes. Aber Dortmunder kommen über Malen. Achtung. Dimitrios dazwischen. Schön gemacht. Ich liebe den. Das ist ein super Verteidiger. Viel Entwicklungspotenzial. Junger Mann. Spielt einen richtig guten Schuh. Dimitrio, da ist er wieder. Jetzt muss er wieder hinten rein. Jetzt fehlt er. Baku über außen. Dimitrio wieder ist dazwischen. Es gibt sogar Abstoß. Sehr, sehr schön. Sauber. Gutes Spiel. Und wieder nächster Versuch. Aber dann brauchen wir wieder zu lang und dann stolpern wir so ein bisschen. Und laden die Dortmunder ein. Achtung, Malen und wieder Dimitrio dazwischen. Sehr, sehr schön. Kein Elfer, nee. Das ist halt auch gefährlich, ey. Gerade bei dem Wetter. Ich weiß nicht, ob es wieder am Wetter liegt.
Der erste Kontakt, wenn der nicht stimmt. Adingra braucht ein bisschen zu lange, aber egal. Jetzt rückt er nach. Ekitike, oh, mit Ansage, ey, Wahnsinn. Der Ball stand gestern schon in der Zeitung. Und die Defensive ist gefragt und gefordert. Oh, der kommt durch, das darf nicht sein. Kjærgaard. Mit Brown, Buckley. Kommt nicht ran, weil Fofana dazwischen ist. Aber halt auch nicht entscheidend, leider. Robin Koch, jetzt kriegen wir ihn nicht verteidigt. Wir kriegen den nicht verteidigt. Dimitriou aber wieder zum zweiten. Und Santos. Und irgendwie kommt der BVB dann zu seiner Chance. Durch Zufall, weil wir den Ball 2-, 3-mal wieder nicht geklärt bekommen. Aber jetzt schnell umschalten. Adingra gegen Hincapié. Da müsste eigentlich schneller sein, aber es ist keiner in der Mitte. Jetzt Ekitike positioniert sich. Ekitike, aber zu zentral. Ist das auch schon ein schwacher Abschluss. Also wir haben überraschend viele Lücken. Also muss ich sagen, die Dortmunder wirken jetzt nicht so stabil wie in dem Ligaspiel. Da wirken sie echt ein bisschen besser. Aber wir können es bislang nicht ausnutzen. Das ist schade. Gerade vor der Halbzeit jetzt, wenn wir da nochmal in Führung gehen, würde uns und unserem Spiel wahrscheinlich auch sehr, sehr gut tun. Fofana. Der Durchbruch gelingt. Jetzt macht das mal alleine. Ganz alleine. Fofana, der andere. Das ist so Fofana. Kriegen wir nochmal irgendwie eine Chance zustande? Nein, Bresciani natürlich. Gewinnt diesen Zweikampf wie selbstverständlich. Geht gefühlt durch ihn auch durch. Weißt du, geht rechts rum, links rum. Wäre bei uns auch wieder gar nicht möglich. Egal. Also 0-0. Da steht auch wieder Leroy Sané. Ist der auf beiden Fanlagern? In beiden Fanlagern unterwegs? Es fehlt das Tor. Was anderes gibt es gar nicht zu sagen. Wir stehen hinten gut. 1-, 2-mal hatten wir auch Dusel. Gute Verteidigung, guten Keeper. Aber das spiegelt sich leider noch nicht im Ergebnis wieder. Und die Dortmunder, die können sich ja auch noch steigern. Leider. Aber nicht mit Fofana. Der macht auch bislang ein Riesenspiel. Er muss sich halt nur auch ab und zu schneller vom Ball trennen. Oh, das machst du nicht mit Fofana. Dieses Aufreizen. Jetzt kriegt er auch einen Freistoß dafür. Dafür, dass er aufreizend lange wartet. Krass. Und jetzt ist Kjærgaard da. Achtung, Kjærgaard! Holla die Waldfee. Schöner Freistoß. Aber es ist jetzt die Chance umzuschalten. Aus dem Freistoß für den Gegner. Oh nein. Schlecht, 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 schlecht. Da war alles schlecht an dieser Aktion. Kjærgaard wieder. Den muss er einfach schneller zum Mitspieler kriegen. Aber Dimitriou ist wieder dazwischen. Jetzt wird es auch ein Abnutzungskampf. Ein richtiger Fight. Ein richtiges Pokalspiel eben. Das dazugehörige Wetter. Fofana. Kriegt er Ekitike ins Spiel. Zu lang. Aber Achtung. Wir setzen nach. Ja. Oh, wenn Koopmann das den durchkriegt, hätte ich geschossen. Da hätte ich den ganzen schon mitgenommen. Achtung. Nee, Dimitriou, der passt auf. Vorher nochmal einen Uso getrunken in der Kabine. Und die nächste Chance, Adingra. Muss einer durchlaufen. Uso läuft durch. Schön gemacht. Und außen wieder Adingra. Und Ekitike. Zu schnell. Da war der Optimismus wieder zu groß. Aber jetzt muss irgendeiner drauf. Dann kriegen wir nämlich wieder den Ball. Hinten rausgeschlagen. Also es ist sehr, sehr dominant. Spiel auf ein Tor jetzt gefühlt. Adingra dreht sich einmal gegen Barco. Dem wird ganz schwindelig. Adingra. Uso und jetzt Fofana. Nee, da ist wieder jemand vor. Ich hätte geschossen, aber wenn da wieder ein Gegner vor ist, dann brauchst du gar nicht schießen, weil der gefühlt im Brustkorb des Gegners landet. So, Fofana, jetzt mal die Grätsche, jawohl. Musste jetzt sein. Hat aber leider nichts gebracht. Achtung, Dortmund kommt, lieber Malen. Malen, oh, der Ball in die Tiefe. Achtung! Und der BVB geht in Führung. Ja, da kannst du auch wieder nur den Kopf schütteln. Ich sehe es wahrscheinlich gar nicht richtig, weil ich keine Brille auf habe, aber das ist schon wieder ein ganz typisches Gegentor, was wir ganz oft auffangen. Da sind 2 Leute und niemand geht von alleine hin. Die gucken sich doof an. Es geht keiner hin. Ja, und somit geht Dortmund in Führung. Durch Fernandes. Jetzt sind wir gefragt. Ja, aber so nicht. So, mal kurz beruhigen, kurz sammeln und mal überlegen. Doch 4-2-2-2. Ich probiere es jetzt einfach. Was soll's? Oder ein 4-3-3. Mit Uso in der 10 Spitze, Adingra rechts. Was haben wir hier? Balance und Hof. Was haben wir hier an Profirollen? Schattenstürmer. Was kann der hier? Der kann mal Motor machen. Stoßsturm Profi Plus. Knipser Profi. Dann würde der vorne bleiben. Dann bleibt der vorne.
Fofana behält den... Ah ne, Innensturmprofi, der geht mal mit nach innen. Adingra kann auch ruhig mit nach innen gehen. Dass wir möglichst viele Leute innen haben. So ist jetzt der Plan. Ob das jetzt klappt, weiß ich doch nicht. Aber ich versuch's. 4-3-3. Wir müssen ein bisschen was riskieren, ein bisschen offensiver werden. Und ich glaube, das ist eine etwas offensivere Formation. Und der Ballgewinn, der klappt schon mal. Ekitike, Fofana kriegt den nicht ganz gut mit. Doch jetzt, spitzer Winkel, Fofana. Aber es ist ein schwacher Abschluss. Ganz schwach mit der Seite. Es war ja ein Rückpass. Gefühlt. So, Dortmund kommt über Fernandes. Gut aufgepasst von Rega. Wir sind da. Wir müssen uns halt nur jetzt belohnen. Aber diese Ballverluste, ey, bei dem Wetter. Ich glaube, das hat wirklich was mit dem Wetter zu tun. Mit den Bedingungen. Weil die verspringen ungewöhnlich häufig jetzt die Bälle. Aber irgendwann müssen wir halt auch mal irgendwas Zählbares draus machen. Aus unserem Pressing, aus unseren Chancen. Aber wenn es halt so läuft, dann wird das nicht lang dauern. Dann stellt Dortmund hier aufs Zweite und dann war es das. So wird dieses Spiel wahrscheinlich jetzt verlaufen. Bakley, Prestiani, Hassan. Den wollte ich, glaube ich, auch haben. Junger Mittelfeldspieler, Malen und Santos. Ja, denkt an meine Worte. Ich spiele dieses Spiel seit über 15 Jahren. Ich weiß, wie solche Spiele hier laufen. Dortmund kommt. Achtung, nächste Chance. Ich hab's angekündigt. Und somit ist Dortmund eine Runde weiter. Das ist unfassbar. Die haben 2 richtige Chancen und sind halt einfach eiskalt. Und wir schlafen hinten zweimal in der Verteidigung. Zu viel Platz. Ist nichts zu halten. Da kannst du nichts machen. Da kannst du nur hinterher schauen und da kannst du dich nur wundern, warum wir da nicht richtig gestanden haben. Ja, und am Ende wird unsere Reise im Pokal schon in Runde 2 vorbei sein. Also wir starten jetzt hier die XXL-Aufholjagd. Was ich ganz stark bezweifle, so wie es bislang läuft. Läuft leider nicht gut. Ist nicht unser bestes Spiel, besonders in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit war noch gut. Da haben wir halt viele Chancen gehabt, aber halt am Ende die Tore nicht gemacht. Und du brauchst oder du musst halt dann halt auch mal in so einem Spiel 1:0 in Führung gehen. Ansonsten gehst du halt hier leider heute als Verlierer dann auch verdient vom Platz. Und das ist halt auch ganz simpel gespielt von Dortmund, ne? Die haben jetzt viel Platz in der Mitte, Prestiani. Doucouré kommt mit dazu, Fernandes macht jetzt wahrscheinlich das zweite Tor. Nein. Dimitrios dazwischen. Auch trotzdem, der macht eine gute Leistung oder spielt heute ein richtig gutes Spiel. Er kann halt auch nicht alles verteidigen. Das ist ganz klar. Nächste Chance, Fofana, Ekitike, vielleicht nochmal ausspitzen, Winkel, um Gottes Willen, nee. Nee, also, das ist gegessen, das ist gelaufen. Die Reise im Pokal geht schon in Runde 2 zu Ende. Müssen wir leider so akzeptieren. Das kriegen wir nicht mehr gedreht in den letzten 4-5 Minuten. Dafür bekommen wir vorne zu wenig einfach hin. Hinten klar steht der Laden jetzt auch total offen. Die machen jetzt wahrscheinlich noch das dritte Tor. Prestiani, Malen ist in der Mitte frei und dann wird es das endgültig gewesen sein. Ne, Dimitriou verteidigt nochmal richtig gut. Ja, und dann der Fehler. Gut, ich meine, das ist jetzt auch egal. Ob du jetzt hier 2-0 verlierst oder du nochmal alles riskierst und nochmal rankommst. Das war heute leider nix. Gut gespielt in der ersten Halbzeit, aber da kannst du dir nichts für kaufen. Fofana nochmal. Letzte Aktion wahrscheinlich in dem Spiel und dann ist die Reise leider schon vorbei. Durch 2 individuelle Fehler, zweimal geschlafen, zweimal den Zugriff nicht bekommen und dann revanchiert sich der BVB für die Liganiederlage. Wir scheiden aus. Müssen jetzt natürlich in der Liga ein bisschen zusehen, dass wir oben uns festsetzen, wahrscheinlich auf dem ersten Platz springen. In der Champions League sind wir ja auch noch gut mit dabei. Aber das ist jetzt erstmal so ein kleiner Dämpfer in einer sonst bislang sehr starken Hinrunde. Ja, sehr bitter, weil halt auch einfach total unnötig. Also, wir machen uns das Spiel wieder selber kaputt. Irgendwann kannst du jetzt halt auch nicht mehr alles verteidigen. Und dann gehst du halt auch mal als Verlierer vom Platz. Haben wir gegen Leverkusen, jetzt haben wir es gegen Dortmund, jetzt sind wir im Pokal leider ausgeschieden. Jetzt wird es wahrscheinlich Haue geben von den Obersten. Und so weiter und so fort. Aber damit werde ich zurechtkommen. Das werde ich von der Mannschaft fernhalten. Die soll sich weiter noch spielerische konzentrieren. Wir machen das schon. Nächstes Spiel ist jetzt in Hamburg. Chance also in der Liga mal auf Platz 1 zu springen, je nachdem wie Leipzig spielt. Wir haben es ja leider nicht in der eigenen Hand Stand jetzt.
Query führt Münster mit einem Dreierpack zum Sieg. Das liest man immer gerne, wenn es beim Ex-Club läuft. Das freut mich immer sehr. Jetzt kommt Hamburg. Dortmund wollte ich gerade schon wieder sagen. Hamburg. Letzten 4 Spiele nicht gewonnen. 3 Niederlagen, 1 Unentschieden, 1 Sieg. Ja, ist genau wie gegen die Hertha. Das wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen ekliger oder auch nicht. Weiß ich nicht. Die werden sich auch hinten reinstellen, werden auch auf Konter spielen, gehe ich von aus. Müssen aber auch noch ein paar Punkte holen. Tja, und dann ist es so, wie es ist. Und ich hoffe nur, dass wir das gegen den HSV besser machen. Dass wir dann da auch wieder eine bessere Leistung zeigen und uns dann halt auch belohnen. Und auch den Sieg dann, ja, schaffen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.